Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gemeinsam mit Laura und mir. Wir sind Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen und wir zwei haben eine geheime WhatsApp-Gruppe mit 2 Mitgliedern, nämlich Laura und mir. Und in dieser Gruppe schreiben wir uns immer Wörter, die so total aus dem Alltag sind, die man aber jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem Deutschkurs lernt. Und genau über diese Wörter wollen wir heute sprechen und sie euch erklären. Genau, und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Dann noch kurz der Hinweis, bevor wir wirklich starten. In diesem Video sprechen wir ganz authentisch unsere Muttersprache. Das heißt, wir sprechen auch in der gleichen Geschwindigkeit, so wie wir privat auch sprechen würden. Das heißt für euch, das ist die perfekte Möglichkeit, das echte Deutsch zu üben und das Hörverständnis zu trainieren. Wenn es euch zu schnell geht, keine Panik, ihr müsst gar nicht alles verstehen. Es kann euch aber helfen, wenn ihr die Untertitel aktiviert und im besten Fall das Video auch mehrmals anguckt, einmal mit und einmal ohne Untertitel. Und auch noch wichtiger Hinweis, am Ende des Videos gibt es ein kleines Quiz. Dann kannst du auch dich testen, wie gut hast du das Video wirklich verstanden. Genau. Und jetzt würde ich sagen, starten wir, oder? Starten wir. Okay, Laura. Also, ich habe mir mal das erste Wort rausgesucht und das ist eine Personenbezeichnung. Und zwar ist das der Tausendsasser. Kannst du erklären, was für eine Person ist das? Ein Tausendsasser ist, ich würde sagen, ein Alleskönner. Also eine Person, die sehr, sehr viele Talente hat, irgendwie alles kann. Also eine sehr vielseitige Person. Der irgendwie alles leicht fällt, ne? Also ist es eigentlich eine sehr positive Personenbezeichnung. Ja. Wenn ich sage, Laura, du bist so ein Tausendsasser, dann bedeutet das, du kannst einfach alles. Ja, ein Multitalent. Multitalent, ja, genau. Ja, super. Ein Tausendsasser. Sehr gut. Den zweiten Ausdruck habe ich im Kontext der Wahlen in Deutschland gelesen. Das ist ein Verb und das heißt dümpeln. Es ging damals um eine Partei, die eine bestimmte Prozentzahl nicht erreichen wird. Und da hieß es, diese Partei dümpelt bei 3%. Ja, dümpeln bedeutet eigentlich sowas wie verharren. Was bedeutet, dass man an einer Position bleibt. Also man bewegt sich nicht wirklich nach vorne, man bewegt sich auch nicht zurück. Nicht in die eine Richtung, nicht in die andere Richtung, sondern man bleibt auf einem Level, könnte man sagen, auf einem Niveau. Das ist dümpeln. Und wenn du sagst, diesen Satz hast du gehört, so die Partei dümpelt bei 3%, dann bedeutet das, also es ist immer so circa 3%, mal vielleicht ein bisschen mehr, 3,1, mal 2,9, aber sie dümpeln so bei 3%. Kommen irgendwie auch nicht weiter. Kommen nicht weiter, ja. Genau. Ja. Sehr gut. Okay, Gut. Das nächste Verb, das ist sehr interessant, das ist jemandem etwas unterjubeln. Jemandem etwas unterjubeln. Und das Verb könnte vielleicht ein bisschen verwirrend sein, weil in dem Verb ja das Wort jubeln oder das Verb jubeln steckt. Was ist denn jubeln? Jubeln ist, wenn du dich total über was freust. Also ihr kennt das sicher alle von Fußballspielen, wenn Tor geschossen wird und die Leute jubeln, die feiern und freuen sich. Genau. Aber was bedeutet dann jemandem, also einer Person im Dativ, etwas, eine Sache unterjubeln? Also das hat mit dem Jubeln erstmal gar nichts zu tun. Nee. Das heißt eigentlich eher, dass man einer Person etwas zuschiebt, was ihr aber eigentlich nicht gehört. Und das macht man, weil man das vielleicht selber gar nicht haben will. Hast du gerade ein Beispiel? Was könnte man denn unterjubeln? Es ist ja häufig, glaube ich, auch in einem eher kriminellen Kontext gebraucht, oder? Also ich habe es gerade gedacht, wenn jemand irgendwie, ich weiß nicht, mit Falschgeld irgendwie was zu tun hat oder so und du willst jemand anderem schaden, dann kannst du ihm dieses Falschgeld unterjubeln, damit diese Person dann Probleme bekommt. Genau. Oder auch vielleicht so nicht unbedingt mit einer Sache, sondern vielleicht auch einen Fehler unterjubeln. So, also keine Ahnung, 2 Kinder haben einen Spiegel kaputt gemacht und das eine Kind sagt, nee, der war das, mein Bruder war das oder so. Was eigentlich gar nicht stimmt. Dann will dieses Kind
dem anderen Kind den Fehler unterjubeln. So, das war ich nicht, nö, das war er. Ja, genau. So, oder? Also es ist eigentlich immer negativ behaftet, weil man ja der anderen Person dadurch Schaden zufügt. Genau, um sich selbst zu schützen oder zu stärken, sozusagen. Ja. Sehr gut. Okay, dann das nächste war ein sehr schöner Ausdruck, weil ihr wisst ja sicher, dass wir den Genitiv nicht so häufig in der gesprochenen Sprache verwenden, aber ich habe tatsächlich einen Ausdruck gefunden, wo der Genitiv vorkommt und das ist sich seiner Schulden entledigen. Genau, ich würde sagen, dass das schon ein Ausdruck der gehobeneren Sprache ist und sich seiner Schulden entledigen. Genau, das bedeutet, also Schulden kennt man ja, können finanzielle Schulden gemeint sein, aber vielleicht auch Schulden im Sinne von, ich schulde der Person vielleicht noch, keine Ahnung, eine Nachricht oder so kann ja auch sein. Und sich entledigen bedeutet also die Schulden loswerden, also dann das Geld bezahlen oder die Nachricht schreiben oder wie auch immer. Genau. Und ja, da ist eben das Besondere, dass es einmal reflexiv ist, sich entledigen, plus eben dem Genitiv funktioniert, sich seiner Schulden entledigen. Sehr gut. Okay, das nächste Wort ist ein Adjektiv, das eigentlich gar nicht zu dir passt, nämlich grottenhässlich. Grottenhässlich. Das war ein verstecktes Kompliment. Na klar, nicht mal so versteckt, aber ja, das war ein Kompliment. Sehr lieb. Also, grottenhässlich ist ist etwas, das sehr, sehr hässlich ist. Man benutzt das Grotten als Verstärkung eigentlich, oder? Ja, also es ist nicht nur hässlich, sondern es ist grottenhässlich, also extrem hässlich. Ja, super, super hässlich. Also so der Superlativ sozusagen. Sehr, sehr hässlich. Und naja, also klar sollte man das nicht zu Menschen sagen. Man kann das irgendwie, zu was könnte man das sagen? Vielleicht Kleidung? Nee. Ja, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Stadt oder so, die halt irgendwie so super dreckig ist. Oder keine Ahnung, ne? Irgendwie so. Aber am besten nicht zu Menschen sagen. Ja. Also einfach etwas, also hässlich, aber super, super, duper hässlich. Ist grottenhässlich. Ja. Genau. Sehr gut. Ich habe noch ein Wort, das ist die Zwickmühle. Also jemand ist in der Zwickmühle oder befindet sich in der Zwickmühle. Was heißt das? Okay, eine Zwickmühle. Okay, das bedeutet, dass man gerade nicht weiß, was man tun soll, weil weder die eine Option noch die andere Option so perfekt ist oder vielleicht sogar negative Konsequenzen hat. Oder ja, also das bedeutet das eigentlich, oder? In der Zwickmühle sitzen. Ich sitze in der Zwickmühle, ich befinde mich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite will ich das, auf der anderen Seite sollte ich das tun. Was soll ich machen? So, ne? Also wenn man nicht weiß, wie man sich richtig entscheidet. Ja, vielleicht wenn man auch niemanden verletzen will. Ich habe gerade an so ein klassisches Beispiel gedacht. Eine Freundin vertraut sich uns irgendwie an und erzählt uns irgendwas mit der Bitte, man soll mit niemand anderen drüber sprechen. Und die Sache ist aber so gravierend, dass du gerne vielleicht trotzdem mit deinem Partner drüber sprechen möchtest. Ja. Dann bist du irgendwie in der Zwickmühle, weil du willst natürlich deiner Freundin nicht in den Rücken fallen, aber du musst trotzdem irgendwie darüber sprechen. Ja. So, das wäre so ein klassisches Beispiel. Man weiß nicht genau, wie soll man sich richtig verhalten. Ja, genau. So. Ja, voll gut. Genau. Okay. Das nächste Wort finde ich super lustig. Und zwar ist das Muffensausen. Das Muffensausen. Was ist das? Okay, also jemand, der Muffensausen hat, der ist sehr nervös, der ist sehr aufgeregt. Als Beispiel dachte ich jetzt gerade vielleicht vor einer Prüfung, dass du sagst, okay, ich bin zwar eigentlich gut vorbereitet und ich glaube, das wird schon irgendwie, aber so der letzte Tag vor der Prüfung oder die letzten Minuten vor der Prüfung, da bekomme ich Muffensausen. Also mein Herz schlägt, meine Hände schwitzen und ich bin einfach total aufgeregt. Ich habe Muffensausen. Genau. Und man sagt eben, ich habe Muffensausen, also mit haben. Ja, genau. Richtig. Und es muss aber gar nicht immer für schwierige Situationen sein. Es kann auch sein, wenn man sich auf irgendwas freut oder so. Man hat so eine positive Aufregung. Ja. Wenn du, ich weiß nicht, das von erste Hochzeit Mal oder so. von der Hochzeit oder du fliegst das erste Mal allein in den Urlaub oder irgendwie sowas, dann bist du einfach ultra nervös, also sehr, sehr nervös und sagst, oh, jetzt habe ich aber Muffensausen. Ja, sehr gut.
Okay, und dann kommt unser letzter Ausdruck, eigentlich ein Adjektiv, und das heißt vernarrt sein. Jemand ist vernarrt in etwas oder jemanden. Das bedeutet, dass du ein Fan bist. Also du bist absolut begeistert von einer Sache oder einer Person. Also, keine Ahnung, du kannst vernarrt sein in Pferde oder in deinen Partner oder wie auch immer, so dass sich gefühlt das ganze Leben nur darum dreht und du willst jede Minute mit diesem Thema, mit dieser Person verbringen. Das ist dieses, ich bin vernarrt in etwas. Würdest du sagen, es ist das gleiche wie verliebt sein? Nee, also verliebt sein ist dann schon mehr vom Herzen sozusagen. Also dass man ja eine emotionale oder Beziehung ja irgendwie auch hat. Und vernarrt sein ist einfach Fan sein. Natürlich ist es irgendwie auch emotional, aber keine Liebesbeziehung in dem Sinne. Genau. Also jemand ist ein großer Fan von etwas. Ja, Sehr gut. sehr gut. Lass uns nochmal zusammenfassen. Fangen wir nochmal an. Nummer 1, der Tausendsasser. Genau. Die Person, die irgendwie alles kann. Dann hatten wir das Verb dümpeln, was an einer Stelle auf einem Niveau bleiben bedeutet. Dann das Verb jemandem etwas unterjubeln. Also jemandem etwas zuschieben, die Schuld zuschieben. Genau. Dann hatten wir sich seiner Schuld entledigen, also seine Schulden aufheben und lösen sozusagen. Genau. Dann hatten wir das Adjektiv grottenhässlich, also sehr, 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 sehr hässlich. Genau. Dann sich in einer Zwickmühle befinden, bedeutet, dass man sich nicht genau entscheiden kann. Dann hatten wir noch das Muffensausen, also die Aufregung, das Herzklopfen, wenn man nervös ist. Genau. Und das Adjektiv vernarrt, also vernarrt sein in etwas, also wenn man begeistert ist von einer Sache. Genau. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir fertig, du aber noch nicht, denn es gibt jetzt die Quizfragen, die du beantworten kannst und dich einmal testen kannst, wie gut du uns verstanden hast. Dann viel Erfolg dabei und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann.